Ja, hallo liebe Leute, ich möchte jetzt hier nochmal ein wenig tempern. Ich habe hier zweimal denselben Propeller gedruckt und zwar mit einer Schichtdicke von 0,12 mm. Ich hoffe, man kann das hier so einigermaßen erkennen, wie das so aussieht. Ja, die Lampe ist nicht so sonderlich, man sieht hier so ein bisschen die Lampe. So sehen die Propeller aus. Von unten sind die, wie gesagt, gar nicht so schlecht geworden, obwohl das ja völlig im Überhang gedruckt worden ist. Ich denke mal zum Tempern gut geeignet. Der zweite, der sieht fast genauso aus. Und einen von den beiden, den möchte ich jetzt gleich halt tempern. Ich würde sagen, ich nehme einfach mal den hier. Den werden wir tempern. Der kommt, wie gesagt, hier rein. Da muss genügend Salz rein, dass der eben nicht an den Rändern drankommt. Wir können den so ein bisschen schräg da reinlegen. Und das Salz, das hatte ich hier doch gerade auch noch irgendwo. Ah ja, hier ist es. Und dann fangen wir erstmal an und füllen das Salz hier rein. So, das haben wir hier. So, welchen wollte ich jetzt nehmen? Ich glaube, den hier, genau. Den lege ich jetzt mal hier so rein. Drücke den so ein. Soll eben dann nicht an den Rand dran kommen. Da auch nicht. Und dann füllen wir jetzt das Salz nach oben nach. Also hier das Loch, das soll auch zu sein. So, da haben wir das Teil wieder hier aus dem Backofen. Ich messe mal gerade hier, da sagt er 105 Grad. Messen wir mal das Schwarze hier an der Seite. Da sagt er 127 Grad, also die 130 Grad innen, die werden wir schon erwischt haben. Dass es hier oben weniger anzeigt, ist ganz normal. Weiß strahlt nicht so viel Infrarot ab wie eine schwarze Oberfläche. Also das wird innen schon die 130 Grad ungefähr erreicht haben und war jetzt circa eine halbe Stunde im Backofen.
Jetzt lassen wir das abkühlen und das unterbreche ich hier immer wieder und gucke dann mal jeweils nach. So, da haben wir das Wasser. Das war ja ein bisschen da rausgeschossen gekommen, aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Also machen wir erstmal hier im Wasser das Salz weg. Erstmal ein bisschen lösen. Das Wasser ist kalt. Das habe ich absichtlich kalt. Warmes würde vielleicht besser lösen, aber ich will halt auch keine weitergehende Verformung haben. Wobei, das ist ja wahrscheinlich nicht so schlimm. Wir gucken uns das mal an, wie das Ergebnis jetzt gleich hier aussieht. Jetzt noch die Finger benutzen. War nicht anders zu erwarten, dass hier so an den filigranen Stellen das ein bisschen leidet, das Material. Wir können es gleich mal mit dem Original vergleichen, also dem anderen Flügel. So, dann haben wir hier in der Mitte noch das Loch, da gehen wir mal hier mit rein. Das sieht doch gut aus. So, machen wir noch mal ein bisschen hier mit der Wurzelbürste. Ein bisschen angefressen sieht das schon aus. Vergleichen wir das Ganze mal. So, das ist jetzt die Oberseite. Also hier, das hat stark gelitten hier. Ich denke aber nicht, dass es schlimm ist. Andere Seite ähnlich. Es ist schon ein bisschen fester, auf alle Fälle. Wie gesagt, wir haben jetzt zwei Propeller, die wir testen können. Einmal diesen angefressenen, aber gehärteten und diesen feinen in Anführungszeichen, aber halt nicht getemperten. Und dann müssen wir die mal im nächsten Schritt auf die Drehmaschine bringen. Das heißt, ich bin immer noch am Überlegen, welchen Motor ich nehme, ob ich den lasse, den ich drauf habe, diesen Impellermotor, den vielleicht nicht ganz so hoch drehe und vor allen Dingen auch die Ampere, was da gezogen wird, im Blick behalte, um eben eine Überlastung des Motors und des Reglers zu vermeiden. Okay, so, das war das hier zu diesen Tempern dieses Propellers. Ja, allzu stark merkt man das nicht. Kann auch durchaus sein, dass man das Tempern bei solchen Propellern, die werden ja so gedruckt, das heißt so Schicht für Schicht in der Richtung, in der das auseinanderfliegt, sind die, denke ich, schon relativ stabil, auch direkt nach dem Druck. Das wird sich zeigen. Okay, das war's dann zu diesem Video. Danke fürs Zuschauen und ich habe zurzeit Urlaub. Das heißt, dass der Drehtest muss jetzt nicht eine Woche warten, sondern muss ich gucken, morgen, übermorgen, wann ich da wieder den Aufbau machen kann. Am liebsten mit jemand noch dabei. Das weiß ich noch nicht, ob ich das hinkriege. Ich vermute fast, ich muss es wieder alleine machen. Okay, dann danke fürs Zuschauen und seid gespannt, was der Drehtest bringt.